Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein wunderbar frühlingshaftes, impressionistisches Gemälde. Da könnt ihr mir gerne beim Malprozess zuschauen. Alle Farben und Materialien, die ich verwendet habe, sind auch wie immer in der Infobox. Das sieht doch schon aus wie so ein richtig schöner, bunter Frühlingsstrauß. Da kriegt man doch gleich Lust zu malen. Also so geht mir das immer, wenn ich dann die Farben vor mir sehe. Da fühle ich mich schon gleich inspiriert. Ich zeichne mir jetzt erstmal grob die Landschaft vor, die ich mir vorgestellt habe und benutze dafür erstmal die dunkleren Töne. Ich verwende hier vor allem ein gebranntes Umbra, mische mir da ein bisschen Ultramarinblau dazu und dieses satte Grasgrün, was ich noch hatte. Das war irgendwie noch so ein Rest, den ich auf jeden Fall dafür auch mitverwenden wollte. Und ich mische mir die Töne dann so ein bisschen ineinander, direkt auf der Leinwand, sodass es nicht ganz so extrem dunkel aussieht, sondern einfach so ein bisschen wie der Hintergrund, ein bisschen schattiert. Und da alles, was im Hintergrund liegt, auch immer ein bisschen blauer aussieht, also nach den Landschaftsmalereiregeln, deswegen trage ich auch hinten noch ein bisschen mehr Blau auf als vorne. Ich benutze für den Hintergrund als hellen Ton auch noch so ein Pastelllila. Und hier bin ich auch schon dabei, das Cadmiumgelb so ein bisschen mit reinzumischen, damit es so aussieht, als ob die Sonne halt auf diese Bäume da scheint. Im Prinzip versuche ich hier halt einfach grob die Umrisse von Bäumen zu gestalten und vielleicht von so Sträuchern und alles, was im Hintergrund liegt, weil ich arbeite mich immer so ein bisschen von hinten nach vorne vor. Ich tupfe hier so mit dem Pinsel über die Leinwand, weil ich halt, wie gesagt, ein impressionistisches Bild haben möchte. Das heißt, die Umrisse müssen auch nicht so klar sein. Es soll insgesamt ein schwebender Eindruck entstehen und diese Leichtigkeit ein bisschen rübergebracht werden, die ja auch oft in impressionistischen Bildern zu finden sind. Und ich liebe das halt einfach und male das deswegen gerne selber auch in dem Stil. Ja, ihr merkt es hier auch schon, je weiter ich nach vorne komme im Bild, desto wärmer werden die Farben auch. Ich habe vorne zum Beispiel ja auch links so einen Ocker mit reingemischt. Da habe ich einfach mein Cadmiumgelb genommen und ein bisschen Magenta dazu gemacht. Man kann auch das gebrannte Umbra dafür verwenden, dann hat man ein bisschen bräunlicheren Ton. Da ich jetzt gerade so schön dabei bin, male ich hier auch schon die Blüten. Für das Bild wollte ich auch mal eine neue Technik ausprobieren und zwar mit dieser Folie. Ich habe da einfach so eine ganz normale Frischhaltefolie genommen und die tupfe ich jetzt erstmal so ein bisschen über die Leinwand und gucke, was dabei für schöne Strukturen entstehen. Und ich glaube, das, was ich da sehe, gefällt mir auch ganz gut soweit. Also da entstehen ja viele so kleine Tupfer. Irgendwie interessant. Auf jeden Fall hatte ich das vorher noch nie ausprobiert und finde es aber ganz cool. Dann arbeite ich hier mit dem Fächerpinsel die Blüten noch mal ein bisschen heraus.
Ich möchte auf jeden Fall einen blühenden Garten darstellen, so einen englischen Cottage Garden. Das ist zumindest das, was ich mir darunter vorgestellt habe unter meinem Bild. Und deswegen soll da alles blühen und in möglichst vielen Farbtönen. Und wie ihr seht, habe ich hier auch Besuch bekommen von einer Taube. Die schaut jetzt im Bild beim Trocknen zu. Ja, nach einer Weile, so nach ein paar Stunden, wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, kann man auch wieder weiter dran arbeiten an dem Bild. Acrylfarbe trocknet ja sehr schnell, aber wenn man natürlich nicht möchte, dass die Farben sich zu sehr vermischen, dann wartet man am besten einfach mal über Nacht, bis das Bild ganz getrocknet ist. Ich finde es einfach toll, was man mit diesem Fächerpinsel alles kreieren kann. Das ist zurzeit irgendwie so einer meiner Lieblingspinsel, die ich benutze, weil man dadurch einfach ganz viele kleine, feine Details einarbeiten kann, ohne dass man dafür jetzt so großartig rummalen muss, weil das macht quasi der Pinsel von selbst. Also falls ihr so einen Pinsel noch nicht habt, ich kann euch den nur empfehlen. Meiner ist jetzt von Sustrene Grene, der war überhaupt nicht teuer, ich glaube 3 Euro oder so maximal. Den kann ich euch empfehlen. Bisher hat er sehr gut gehalten und ich habe ihn auch schon für einige Bilder verwendet. Wichtig natürlich immer mal zwischendurch die Farbe abstreifen, dass sich die Farbtöne nicht zu sehr ineinander mischen und die hellen Töne auch schön frisch aussehen. Ich vergesse natürlich auch nie, die Seiten zu bemalen. Die male ich immer in demselben Farbton, der auch oben drauf ist. Deswegen nimmt es auch immer einige Zeit in Anspruch, bis die Ränder dann wirklich alle fertig sind. Aber ich finde, das Endergebnis lohnt sich einfach immer. Es sieht für mich einfach viel ordentlicher aus, wenn man die Seiten auch genauso bemalt, wie es oben drauf aussieht. Hier bei der Blumenwiese zum Beispiel mache ich das genauso. Da habe ich auch wirklich mir alle Farben nochmal neu zusammengemischt, die ich oben auch verwendet habe, also die oben drauf sind auf der Leinwand. Und die übertrage ich dann hier auf die Seiten. Das Bild trocknet jetzt erstmal über Nacht. Ich glaube, ich habe da heute genug dran gearbeitet und jetzt geht es weiter am nächsten Tag. Da male ich auch nochmal den Baum zu Ende. Den hatte ich ja noch nicht ganz fertig gemalt.
Übrigens habe ich für dieses dunstige Blau im Hintergrund das Parisian Blue von Sostre Negrene benutzt. Ich finde, damit kann man sehr schön dieses zarte Himmelblau imitieren, wobei es in dem Fall ja eher wie so ein leichter Nebel im Wald ist. Also ich finde, das sieht immer sehr schön ätherisch und luftig aus und den Farbton mag ich einfach sehr gerne für so Himmelsstrukturen. Und hier vorne ergänze ich auch nochmal hier und da so ein paar Akzente, damit es einfach ein bisschen feiner ausgearbeitet aussieht. Genauso wie die Blätter von einem Baum. Unten die etwas dunkleren Grüntöne und oben kommen natürlich dann die von der Sonne reflektierten Blatttöne drauf, also die mit ein bisschen Weiß und Cadmiumgelb und nur ganz wenig Grün. Ja, und auch im Hintergrund möchte ich natürlich, dass es so aussieht, als ob die Blattspitzen von der Sonne reflektiert werden. Das Ganze in einem bisschen kühleren Farbton, zusammen mit diesem Parisian Blue, wie ich ja schon gesagt hatte. Und hier vorne ergänze ich auch nochmal bei den lilafarbenen Blüten so ein paar Details, dass es einfach ein bisschen feenhafter oder elfenhafter aussieht. Ich benutze hierfür übrigens auch einen sehr feinen Pinsel, weil ich halt sehr feine Details malen möchte. Und die tupfe ich einfach immer so oben drauf, also ich tupfe wirklich die Farbe. Ein impressionistisches Bild braucht einfach diesen getupften Farbauftrag. Hier ergänze ich jetzt eigentlich nur noch so ein paar Details und arbeite nochmal drüber, wo ich noch ein bisschen mehr Farbe oder Reflexion haben wollte. Wenn ihr übrigens meine Kunst unterstützen möchtet und meine Arbeit hier bei YouTube, dann könnt ihr mir auch sehr gerne bei PayPal eine Spende dalassen. Ich habe den PayPal-Link auch in die Infobox gepackt. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch vielen Dank an alle, die bereits mal was gespendet haben. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank. Ansonsten könnt ihr mir natürlich immer gerne ein Like und ein Abo dalassen und es hilft mir auch, wenn ihr meine Videos zum Ende schaut. Das ist jetzt das Endergebnis, ein schönes, frühlingshaftes, impressionistisches Bild. Ich wünsche euch schon mal frohe Ostern, wenn ihr Ostern feiert natürlich. Ich finde, es passt auch wunderbar zum Frühling und auch wunderbar zu Ostern. Deswegen sage ich jetzt erstmal Ciao und bis zum nächsten Mal.